Guten Morgen, Freunde des gepflegten Leistungssports. Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Und heute geht's ums Essen. War ja klar, dass wenn ungefähr 1000 Menschen fragen, was ich denn den ganzen Tag so esse, irgendwann mal ein Video kommen muss. Also ich lebe so ein bisschen nach der Devise, vor allem beim Essen, keep it simple. Das heißt Kohlenhydrate, klar, Eiweiß und wenn dann noch Lust und Zeit ist, Gemüse. Soll ja gesund sein. Und so zieht die das eigentlich bei mir den ganzen Tag durch. Meine Mahlzeiten sind Frühstück, dann gehe ich ja ins Training, da gibt es dann meistens nur einen Shake, dann Mittagessen, danach wieder ein Shake und Abendessen. Und wenn ich dann gerade so in der Phase bin, wo ich ein bisschen zunehmen muss, gibt es auch abends nochmal so einen kleinen Shake. Und ja, ich habe mir das so gedacht, ich versuche euch einfach mitzunehmen, wie ich koche. Mal sehen, ob mir das gelungen ist, dass ihr das vielleicht auch nachkochen könnt. Wie gesagt, es kommt jetzt gleich das Frühstück, dann kommt heute Mittag zum Mittagessen Edeka vorbei. Die besuchen mich heute mit der Kampagne #ReifeLeistung. Müsst ihr euch so vorstellen, die bringen mir einen Riesenkorb mit Zutaten mit und ich darf dann kochen. Da gibt es ein Rezept, das ist eigens für mich zugeschnitten. Ich durfte mir eine Lieblingszutat raussuchen, das war Freilandhühnchen. Und bin ich auch schon gespannt, was das wird und ob es schmeckt zum Schluss. Ja, und dann logischerweise noch das Abendessen. Also seid gespannt, viel Spaß und bis dann. So, das Frühstück sieht folgendermaßen aus heute Morgen. Ich mache mir so einen kleinen Haferflockenbrei. Der ist eigentlich immer ganz lecker für die Energie im Training. Und dann gibt es heute noch Eiweißbrot mit Lachs auf Avocado. Klingt ganz lecker, geht auch gut rein, deswegen viel Spaß beim Zugucken. Also, was ich immer empfiehlt, eine Küchenwaage. Keine Frage. Da kommt ein Gefäß oben drauf. Und dann kann ich das schön abwiegen. Wir fangen an mit 120 Gramm Haferflocken. Ich nehme da gerne die von Köln und auch die Kännchen, weil sonst wird das so ein Matsch. Dann wird das Ganze mit heißem Wasser abgegossen. Auch da muss man sich so ein bisschen einfuchsen, dass es nicht zu viel wird, sonst wird es eher eine Suppe. Ich denke, das reicht erstmal. Dann wird das Ganze nochmal genudelt. Dann geht es weiter mit Skyr, der allseits bekannte Eiweißjoghurt. Und dann nehmen wir so gute 150 Gramm. Das erstmal verrühren und ich würde auch gleich schon mal eine Handvoll Früchte reinwerfen. Die sind nämlich tiefgefroren und wenn man die erst reintut, wenn das Ganze wieder einigermaßen abgekühlt ist, dann sind die halt immer noch gefroren, wenn man sie essen will, logischerweise. Deswegen haue ich die jetzt gleich mal mit rein und rühre die unter, damit die so ein bisschen auftauen. Und jetzt kommen wir zum Eiweißpulver. Kleiner gab es halt nicht. Das ist schönes, gutes Eiweiß. Und da machen wir einfach mal um die 40 Gramm. Also es empfiehlt sich Vanille zu nehmen, weil Vanille einfach geil schmeckt. Also Vanille Whey habe ich aber gerade nicht da, deswegen muss ich das nehmen. Aber das schmeckt auch gut. So, jetzt wird das Ganze schön verrührt. Man kann eigentlich auch einen größeren Löffel nehmen. Dann geht es auch ein bisschen schneller. So, und das Grand Finale, Erdnussbutter. Erdnussbutter ist nicht nur geil, sondern bringt auch ordentlich Kalorien und damit auch Energie. Ich nehme da 2 gute Löffel von und verteile die hier noch schön unter die Haferflocken. Und das Ganze mit Kokosraspeln verfeinern. Aber ich habe keine da, deswegen keine Kokosraspeln für mich. Aber das ist nicht schlimm. Was ich aber auf jeden Fall noch reinmachen wollen würde, wäre Zimt. Wenn sich das heute nochmal scharf stellt. Das rundet nämlich die Sache noch ein bisschen ab. So, die nächste Aktion ist der Lachs auf Eiweißbrot. Das ist einmal das Eiweißbrot, einmal der Lachs und eine Avocado. So im Normalfall verputze ich da gleich mal so eine ganze Packung. Ich habe halt gestern auch schon gefrühstückt, deswegen ist heute nicht mehr so viel da. Et voilà. Jetzt wird was gegessen und dann geht's ab ins Training. Bis dann. Also wie anfangs schon erwähnt, kommt heute oder ist gerade Edeka zu Gast und ich durfte mir meine Lieblingszutat raussuchen und Edeka hat mir dazu netterweise ein Rezept geschrieben. Ich habe aber zu ihnen gesagt, ich hätte gerne ein Rezept, das ich vor dem Wettkampf, beziehungsweise gerade so in der Phase, wo ich wieder ein bisschen abnehme, um meine 81 Kilo zu wiegen zum Wettkampf, dass ich da gerne was essen möchte, was gut ist. Und das ist es geworden. Chicken Salad. Und das probiere ich mal aus. Bevor es losgeht, Hände waschen, oder? Ja, Hände waschen. Und damit da
überhaupt nichts passieren kann. Hier wird noch ein bisschen Desinfektionsmittel für die Hähnchen. Aber nicht so wenig. Hähnchen. Ja, dann also die sollen nicht nur absterben, die sollen auch ersaufen. Ja, okay. Legen wir los, oder? Yes. Das gibt's alles bei Edeka? Das gibt's alles bei Edeka, das hättest du nicht gedacht, ne? Das ist ja der Wahnsinn. Eine halbe Orange, zumindest eine ganze. Zitronen, habe ich gesehen, sind da, ja. Olivenöl. Ist da hinten. Ha! Sojasauce. Aber Max, ich glaube, es ist alles da. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Dann können wir ja loslegen. So, wir haben es geschafft. Dementsprechend sieht es in der Küche jetzt auch aus. Aber es hat sich gelohnt, weil das hier sieht richtig Praline aus. Wir haben übrigens noch Ofenkartoffeln dazu gemacht, einfach um auch hier zu zeigen, es geht auch mit Carbs. Dementsprechend könnt ihr es euch raussuchen. Diätversion ohne Kartoffeln und für das normale Essen mit. Ich freue mich schon drauf, das zu probieren. Aber wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann ist es auf jeden Fall gelungen. Und danach räumst du auf, oder? Ja! Jetzt gibt's Abendessen. Wie gesagt, das ist meine eigene Kreation und im Endeffekt ist das einfach nur Hähnchenbrust in der Feta-Tomate-Soße, Tomatensoße nicht mit, also mit solchen Tomaten. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, und da spielt eigentlich auch noch Weißwein eine Rolle. Vielleicht fangen wir einfach mal an mit den Zutaten. Hähnchenbrust von glücklichen Hühnern. Dann brauchen wir Patros, Tomätchen. Ja, ein bisschen Gewürz. Ganz wichtig natürlich, bevor wir irgendwas machen. Batschehähnchen desinfizieren. Wir schneiden das Hähnchen in Stückchen. Ich filetiere das gerne nochmal, damit das nicht ganz so dick wird. Weil wenn die so dick sind, dann brauchen die länger. Und das ist blöd. Denn Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht. Wir können eigentlich nebenbei schon mal anfangen, die Pfanne ein bisschen zu erhitzen. Also das hier sind jetzt, glaube ich, 350 Gramm. Sollte eigentlich für mich reichen. Wer da ein bisschen mehr wiegt, sollte demzufolge auch ein bisschen mehr Fleisch kaufen. Das Ganze noch ein bisschen würzen mit Salz und Pfeffer. Können wir eigentlich noch ein bisschen Chili dazu machen. Und dann hauen wir das Ganze in die Pfanne. Zeitgleich können wir uns um die Tomaten kümmern. Nehmen wir jetzt mal 2 Hände voll. Also ich fülle die meistens, damit es nach mehr aussieht. So, das Gericht ist eigentlich multifunktionell einsetzbar. Das heißt, man kann eigentlich jede Kohlenhydratquelle dazu machen, wie man möchte. Ich habe mich jetzt für Dinkelnudeln entschieden. Die gibt es bei Edeka, zumindest bei uns. Ich finde die halt einfach super lecker und die kochen nur 3 Minuten im kochenden Wasser. Also das ist Top-Speed. Topf mit heißem Wasser, Nudeln rein, ihr wisst wie das geht, ne? Wenn das Hähnchen langsam goldbraun wird, dann könnt ihr schon anfangen, den Käse, also den Feta-Käse, mit ein bisschen Öl hinzuzufügen. Das kurz ein bisschen anbrutzeln lassen, Tomaten dazu. Und das beides zusammen, soll auch erstmal ein bisschen wirken. Und wenn der Käse langsam zerläuft, der Feta-Käse, dann könnt ihr ein bisschen Weißwein nachschütten, damit es so eine schöne Soße wird. Das Wasser kocht, das heißt, die haben ihren Auftritt. Also probiert die mal, meine Empfehlung, die sind à la Bonheur. Und sobald ihr das Gefühl habt, dass die Soße so ein bisschen cremig wird, also nicht mehr ganz flüssig ist vom Weißwein, sondern mehr so cremig und der Käse auch wirklich zerlaufen ist, dann könnt ihr das ein bisschen runterregeln und ein bisschen chillen lassen, dass es noch ein bisschen wirkt.
Und das ist es, wenn es fertig ist. Also wie gesagt, es ist jetzt nichts, wo man die übelsten Skills für haben muss. Es ist einfach schnell, schmeckt gut und es ist gesund. Es ist eigentlich genau das drin, was ich brauche. Deswegen ist es eigentlich echt eins meiner Favorites. Wer das nachkocht, der kann ruhig mal in die Kommentare hinterlassen, wie es ihm geschmeckt hat. Oder Verbesserungsvorschläge. Gilt für alle Johann Laffers unter euch. Lasst euch schmecken. So wie ich mir es jetzt auch schmecken lasse. So, die Küche ist sauber. Es hat geil geschmeckt. Ich bin fertig. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass das Kochen bei mir eigentlich gar nicht so aufwendig ist, wie man das vielleicht zu glauben mag. Proteine, Kohlenhydrate, ein bisschen Gemüse. Das war's. Bei mir ist manchmal auch ein bisschen die Funktion wichtiger als der Geschmack. Aber ich denke, dem kann man mit Würzen nachhelfen. Ich bin einfach nicht so der Würzfan. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat der Format gefallen. Ich musste ein bisschen vloggen, weil mein Kameramann leider krank geworden ist. Gute Besserung an der Stelle. Ja, es würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Wenn das nämlich so ist, gerne Daumen hoch. Wenn das nicht so ist, Daumen noch viel höher. Und erzählt euren Großeltern, dass sie jetzt zuschauen können, wie ich koche. Und vielleicht geben die mir sogar noch ein paar Tipps in den Kommentaren darunter. Wäre ganz cool, freut mich über jeden einzelnen Kommentar, ob gut oder schlecht. Und ich wünsche euch eventuell viel Spaß beim Nachkochen. Lasst euch schmecken und bis bald. Das war's von meiner Seite. Ciao.